Ich bin Asta Gröting, ich bin Bildhauerin, ich mache Skulpturen und ich mache Videos. Mein Blick richtet sich immer auf Beziehungen und die Gefühle. Was machen sie mit unserer Psyche und wie verhalten wir uns dazu? Die Themen sind beispielsweise die inneren Stimmen von Menschen und von Tieren, oder das können die zerstörten oder verletzten Fassaden sein. Oder das ist ganz einfach die Geschichte, was sie mit uns macht. Und dafür suche ich ein Material und suche eine Technik, die das unmittelbar physisch transportiert. Mein Weg in die Kunst, ja. Also meine Mutter hat mir gezeigt, wie man Dinge erschafft. Sie hat mir Material in die Hand gegeben und sie hat mir ihre Begeisterung für Material und ihr Durchhaltevermögen gezeigt. Das Leben war hart für mich. Mein Vater war tot, meine Mutter war Ingenieurin. Und sie hat mir im Ruhrgebiet die Fördertürme gezeigt, die Kohlehalden. Sie hat mir das Leben unter Tage gezeigt. Sie hat mir ihre Konstruktionen gezeigt, die Schaufelradbagger. Und ich war froh, dass ich viel Zeit hatte und Fantasie hatte. Und ich habe dann mit dem Material, was sie mir gab, mit ihren kostbaren Tuschestiften und ihrem Pergamentpapier für technische Zeichner, habe ich langsam ins Material gefunden und Formen entwickelt. Aber dieses aufgewachsen zu sein im Ruhrgebiet, das hatte wirklich Auswirkungen auf meinen späteren Weg auch. Diese Kohlehalden, die Fördertürme und der soziale Umgang miteinander im Ruhrgebiet, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, und das hat mich sehr geprägt. Ich habe dann als Teenager angefangen, den Wunsch zu entwickeln, Kunst zu studieren. Ich habe aber vorher noch eine handwerkliche Ausbildung gemacht bei Hösch in Dortmund. Das ist der größte Stahlkonzern. Dort bin ich in 3 Jahren alle Abteilungen durchlaufen. Also ich war in einer Modellschreinerei und habe Schnitzen gelernt, habe dort meine erste kleine Skulptur geschnitzt. Und ich war in der Schmiede, habe Schmieden gelernt. Ich war in der Schlosserei. Ich war in einer Fotowerkstatt, habe fotografieren gelernt, Dunkelkammertechnik, und das Verrückteste war, dass ich in einer Stahlgießerei war. Dort habe ich gesehen, wie gigantische Anker gegossen wurden, und ich habe den brodelnden Stahl gesehen, und da durfte ich natürlich nur in der Ecke stehen. Aber diesen Zugang zum Material, dieses physische Umgehen mit Material, zu der Zeit war natürlich dann wirklich klar für mich, dass ich Bildhauerin werden wollte. Und ich war dann in Düsseldorf an der Kunstakademie, habe Bildhauerei studiert, und da war ich also vielleicht am meisten inspiriert von Joseph Beuys. Der lief da immer noch rum mit seinem erweiterten Kunstbegriff. Und das war der erste Intellektuelle, den ich über Kunst reden hörte. Das hat mich unglaublich beeindruckt. Und natürlich auch Ulay und Abramowitsch mit ihren radikalen Formen über Beziehungen. Die waren einmal im Jahr an der Kunstakademie und haben eine Performance gemacht, nur für die Studierenden. Und dann Bruce Naumann, seine klaren, also erstmal sein unglaublich großes Spektrum an Techniken und seine Darstellung von dem Menschsein und dem Tiersein, und Barbara Kruger und Jenny Holzer mit ihren klaren und politischen Formen. Also ich habe viel gelernt an der Kunstakademie, hauptsächlich den Umgang mit Material und wie wichtig das Durchhaltevermögen ist. Und natürlich haben mich die Mitstudierenden auch inspiriert, aber es war eine wahnsinnig interessante Zeit. Sehr männerdominiert, das stimmt, aber es war trotzdem schön. (1993) kam ich nach Berlin und ich sah diese zerstörten, zerschossenen Fassaden. Ich habe zuerst mal angefangen, sie zu fotografieren.
Diese Nachkriegszeit lag sehr viel mehr in der Luft als jetzt. Wir wissen ja alle, was diese Fassaden gesehen haben. Das Nazi-Deutschland, die schreckliche deutsche Geschichte, dann die Zeit des Eisernen Vorhangs. Und je mehr ich dann drüber nachdachte, so geht es ja allen, wenn man etwas sehr, sehr lange sieht, dann versteht man es erst, also meist, begann ich immer mehr die Emotionen in diesen Fassaden zu verstehen und das Trauma daran. Ich habe dann immer weiter nachgedacht über die Geschichte darin, über die Traumata, über die Gewalt darin, über die Zerstörung, über den Krieg. Nachdem ich die also 30 Jahre lang, knapp 30 Jahre fotografiert habe, habe ich gemerkt, das reicht mir nicht, die Fotos nur zu machen, weil das nicht physisch genug ist. Ich wollte dann das eben mit meinem Material machen und ich hatte ja vorher schon lange Abgüsse gemacht. Ich verstehe eigentlich gar nicht, dass ich da nicht schon eher drauf kam. Ich hatte schon lange den Wunsch, da was mit den Fassaden zu machen, aber ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen. Manchmal dauert es bei mir wirklich Jahrzehnte, bis ich auf meine Technik komme. Und glücklicherweise waren dann auch einige Fassaden noch da, weil die verschwinden ja, weil die Strategie der Städte ist ja, diese zerstörten Fassaden zu ersetzen durch glatte Fassaden. 2016 haben wir dann angefangen, die 17 Fassaden. Also es sind so die wenigen, die es noch gibt. Es gibt noch ein paar mehr, aber die haben wir dann abgeformt. Und es war natürlich ein unglaublicher Glücksfall. Und das Material da in 3 Schichten aufzutragen, Jute zur Stabilität und das dann wieder runterzureißen und dann zu sehen, was da alles mit runterkommt. Also der ganze Dreck, der Putz, das Staub, Moos und das Graffiti zum Teil, je nach Material. Und die Erinnerungsspuren sind natürlich auch hochgekommen. Und also ich bin ja erzogen worden, also meine Generation ist erzogen worden von einer Elterngeneration, die entweder selber im Krieg waren oder den Krieg miterlebt haben. Und damit wollte ich eigentlich auch konfrontieren. Ich war erstaunt, wie viel damit runterkam und wie physisch die auch wirken, diese Fassaden. Es ist ja ein interessanter Blickwinkel, weil man steht ja quasi hinter der Fassade. Also stehe ich dahinter und bin quasi getroffen worden und gucke raus auf die Welt. Was bedeutet dir dieser Blickwinkel? Ja, also vor der Fassade zu stehen, weil das ist ja das Negativ, auf das wir gucken. Wir sehen ja die Löcher von innen, was man ja normalerweise nicht, man kann ja in ein Loch nicht reingucken. Das ist ja das Negativ, das holt das also nach oben. Wenn ich jetzt vor der Fassade stehe, dann bin ich ja sozusagen die Wand, durch die ich hinaus in die Welt gucke. Und da ist für mich auch die Frage drin, wie gucken Menschen anderer Länder auf die deutsche Geschichte und wie gucken wir auf diese Fassaden. Als wir die große Fassade auf der Rückseite vom Gropiusbau abgeformt haben in 8 Meter Höhe, das ist direkt neben einem Asylantenheim, wo syrische Flüchtlinge untergebracht waren. Und da kamen die syrischen Kinder vorbei und die haben uns bei der Arbeit zugeschaut und haben sofort erkannt, dass das Einschusslöcher sind und haben die Geräusche von Gewehrschüssen nachgemacht. Das war unglaublich bewegend. 2016 habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass das Thema Krieg so schnell wiederkommen würde. Diese Fassaden handeln aber von allen Kriegen und von allen Traumata. You are super. I don't know. You have to think you're super too. Why? I don't think I'm super. You are good, though. As a matter of fact, very good. I don't know. Why are you saying that? Because you're such a great person with so many possibilities. Ich möchte Dingen und Wesen und Tieren eine Stimme verleihen. Also das ist bei den Fassaden, ist es das Hervorholen, das Konfrontieren
Oder bei dem Langzeitprojekt, was ich auch seit 1993 gemacht habe, die innere Stimme, da habe ich mit Bauchrednern aus der ganzen Welt zusammengearbeitet, hauptsächlich mit dem Native American Buddy Big Mountain. Und am Anfang für die Videos habe ich selber die Texte geschrieben, dann später Tim Etchells und Deborah Levy. Da geht es mir eigentlich drum, weil die Stimme, die selber zu uns immer spricht, wir haben ja selber immer ein Gespräch mit uns, die lassen wir ja nie nach außen. Das ist die einzige Stimme, die wir nicht nach außen lassen. Und ich finde das so interessant, dass wir ja mit uns selber auch immer einen Dialog haben. Und dann finde ich auch interessant, dass vielleicht von einem sehr gebildeten Menschen die innere Stimme nicht unbedingt gebildet ist. Kann sein, dass das mehr so eine Mickey-Maus-Stimme ist oder dass das eine Bullshit-Stimme ist. You're not as good as you think. Just let me feel good. Feel good with all your faults? Well, I think I'm okay. Can you do anything special? Well, why? You're insignificant. But I feel great. But I don't think you're great. Anyway, everything you do is wrong. What? Das ist so ein schönes, großes Thema. Und auch mit Bauchrednern zu arbeiten, war auch großartig. Bei Wolf and Dog, da habe ich meinen Hund und einen Wolf für einen Tag zusammengebracht, weil ich finde es so unglaublich, dass sich 400 Hunderassen in 18.000 Jahren entwickelt haben aus dem Wolf und es den Wolf immer noch gibt und diese 400 zum Teil sehr komischen Hunderassen. Und der Wolf eigentlich einen Ruf hat, der überhaupt nicht dem Wesen des Wolfes entspricht. Er hat eine unglaubliche soziale Intelligenz und arrangiert sich in Familien. Das ist eigentlich der bessere Mensch, das Wolfsrudel. Als ich Kind war, gab es keine Wölfe mehr. Die gibt es erst seit 2000 wieder in Deutschland. Nun werden sie wieder geschossen, weil es angeblich zu viele gibt. Dann hat mein Hund eigentlich den Wolf gebissen, in einer dramatischen Situation, weil es um Futter geht. Aber Wölfe teilen Futter, Hunde teilen das eigentlich nicht. Und der Wolf hat ja eigentlich nicht reagiert. Also eigentlich möchte ich keine Anekdoten, aber irgendwann beim Sex dachte ich mal nach, wie würde das eigentlich aussehen, die Luft, weil man kann ja Luft nicht sehen. Wie würde die Luft dazwischen aussehen? Und eigentlich der Raum zwischen zwei Menschen, Space between two people having sex, ist der direkte Abdruck eines Paares, eines Mannes und einer Frau beim Sex. Das ist von dem Mund bis zur Vagina, zur Penis bis zum anderen Mund abgeformt aus Silikon und dann aufgeklappt und dann von oben nach unten und von innen nach außen gedreht. Also eigentlich wie eine bildhauerische Autopsie. Das handelt natürlich von all dem Verschwiegenen, was da auch ähnlich wie bei den Fassaden ans Licht kommt, von dem, was man nicht sagen kann oder was man nicht sagen will und von dem ans Licht holen. Ich habe auch gedacht, ich könnte natürlich auch zwei Menschen voreinander stellen, weil zwischen zwei Menschen ist ja immer dazwischen eine Energie oder ist ja auch ein Raum dazwischen. Und wenn ich zwei Menschen, die stehen, voneinander den Raum dazwischen abgeformt hätte, wäre das ja ein riesiger Silikonbrocken gewesen. Also dafür habe ich dann für das Soziale
für die Interaktion zwischen zwei Menschen den sexuellen Moment genommen, weil das so der Moment ist, der intimste. Und habe das dann abgeformt. Eigentlich wollte ich natürlich auch wirklich sehen, wie es aussieht. Dass das dann so kurios aussieht, das wusste ich ja erst, als es dann fertig war. Spark of Passion, das ist einen Funken Leidenschaft. Das sind die offenen Enden zweier Kabel, zwischen denen ein Zündfunke funkt. Also alle paar Sekunden zündet der Funke. Und das hat damit zu tun, das von unserem Ego gesteuerte Gefühl der Getrenntheit, was wir oft nicht überbrücken können, leider. Das wäre aber so unwahrscheinlich wichtig, weil darunter leiden ja alle Menschen und das bringt ja eigentlich auch alle Probleme auf der Welt hervor. Der Funke überbrückt das. Also wir sind je eine Ende vom Kabel und der Funke dazwischen schafft das, was man oft eben im Leben nicht schafft. Die Zündspule ist vom Trabant, weil der zündet schlechter, deswegen eine große Zündspule. Und da sind ungefähr so zwischen 30.000 und 40.000 Volt drin. Das wäre eigentlich tödlich, aber weil der Funke so kurz ist, der ist vielleicht noch 12.000 Volt, ist es nicht tödlich, weil aber diese Spannung kommt ja auch nicht in den Körper rein. Der Funke ist so kurz. Also der Schreck wäre das Gefährliche. Ich finde, dass Kunst überhaupt gar keine Aufgabe hat. Also jeder kann das so machen, wie sie oder er das möchte. Wenn jetzt meine Leidenschaft Blumen wäre, dann würde ich vielleicht Blumen filmen oder malen. Ich finde das ganz schlimm, wenn das eine Funktion hat. Das sollte wirklich frei sein. Ich habe natürlich meine eigenen Vorlieben, weil das mein Weg ist und ich habe eine Leidenschaft für Material und ich möchte Dinge ans Licht bringen. Da handelt ja meine ganze Arbeit von, dass ich eigentlich den Blick immer auf die Beziehung und die Emotionen lege und das interessiert mich, aber ich kann das nicht generell sagen. Hello, what do you want? Hitching City Market, what's your name? You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. If you feel you've reached this recording in error, please check the number and try your call again.